So, wir begrüßen Professor William Toel. Er ist mittlerweile den zweiten Tag voll im Einsatz. Nutzen wir natürlich, so hohen, ehrenhaften Besuch zu haben. Wir freuen uns sehr, sehr und sind von Herzen dankbar, dass er bei uns ist. Und das ist jetzt, es geht schon 2 Tage und das ist jetzt die letzte Runde für heute. Die Gespräche sind alle aufgezeichnet und abrufbar. Also ihr kennt alle, die hier sind. Oh, okay. So, haben wir noch nicht. Ja, jetzt immer was anderes. Okay. Ja, sag nochmal. Also, Gut. technische Probleme, jetzt fangen wir nur mal von vorne an. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Professor William Toel und es ist uns wirklich eine große, große Freude und Ehre, dass er bei uns ist und uns diese so brennenden Fragen beantwortet und vor allem, dass ein Amerikaner so eine große Liebe für Deutschland hat, die wir Deutschen nicht mal verspüren, ja, weil es einfach immer unterdrückt worden ist und es wird Zeit, dass wir diese Liebe zu uns selber und zu Deutschland wieder finden und aktivieren. Und da hilft uns der Herr Toel dabei. Vielen Dank. Er ist jetzt den 2. Tag bei uns und das ist heute die letzte Gesprächsrunde. Es ist alles aufgezeichnet und alles abrufbar. Und wir haben heute schon ein ganz tolles Interview gehabt von der Chiemseefee. Und das könnt ihr alles im Internet dann abrufen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Also wir Vorrang haben die Fragen hier im Raum und zwischendurch macht man dann immer mal eine Frage im Chat. Und William Toel hat mich gebeten, mein Name ist Ulli, euch vorab noch was zu erzählen. Und zwar hat er diesen langen Weg von Amerika auf sich genommen, ist hierher gereist, wie wir schon gehört haben, weil er das Deutschland und das deutsche Volk über alles liebt. Und er ist hier für euch, das ist eure Zeit jetzt hier. Ihr könnt hier Fragen stellen, ja, was euch auf der Seele brennt, auf dem Herzen brennt, was ihr wissen wollt. Er wird die wahrheitsgemäß beantworten. Alles, was er weiß, wird er preisgeben. Er wird, ihr könnt davon ausgehen, in Sicherheit sein, dass euch nicht belügen wird, ja, sondern er wird alles preisgeben. Ihr könnt ihn auch private Fragen stellen über sein Leben, über sonst irgendwas, was euch einfällt. Er steht euch jetzt zur Verfügung in der kommenden Stunde und nutzt es einfach. Ja. Well, welcome. Thank you for coming. So I'm here to serve you. I have no desire to give you a lecture because you don't need that. You have good questions and I will try to answer them. So please begin. Er ist zu unseren Diensten hier. Also er ist nicht hier, dass er hier einen Vortrag hält, sondern er ist da, dass ihr ihm Fragen stellt, ja, und er diese beantworten kann. Und ihr solltet jetzt einfach mal anfangen. Wer hat denn eine Frage? Haben wir eine technische nur kurz, oder? Ja. Haben wir dann wir im Deutschen und du übersetzt? Genau, oder also er möchte englische gerne, Sprache? dass ihr alle Deutsch spricht, Okay. weil er findet, und nicht nur er, ich glaube wir alle, dass Deutsch eine schöne Sprache ist. Und er hört sie auch gerne und den Gefallen tun wir ihm gerne. Und deswegen werde ich hin und her übersetzen, soweit ich es kann. Ja. So, du hattest eine Frage? Der Höflichkeit halber, wie wird Ihr Name richtig ausgesprochen? How do you pronounce your name? Is it Toel or Toel? Yes. In America, it's just to pronounce Toel. So, but I am William. Okay. Ja. Also einfach William nennen, bitte. Ja, dann würde ich beginnen. Ja. Yeah. Meine Frage ist spiritueller Natur. Also wir sind ja hier im Krieg und meines Erachtens ist es mitunter ein spiritueller Krieg gegen oder für die Kanaaniter beziehungsweise die Nachfolger Nimrods. Darf ich kurz zwischendrin übersetzen? Ja. It's a kind of spiritual question and we are amongst a war. Yeah, it's a war of the Canaanites. It's Nimrod and Ja, Nimrod, die Nachfolger Nimrods. the people coming after Nimrod.
worauf ich auf das Thema Kannibalismus, Pädophilie und Adrenochrom komme. And in relation to that is the topic of Adrenochrom, Cannibalism and Adrenochrom. Und haben die genetischen Tests mit dem 1 Million Genom-Projekt, die jetzt genommen werden, damit zu tun, dass diese geschundenen Seelen nicht mehr inkarnieren sollen. Okay, the question is that the tests they're right now doing with us, the gene tests, do they have to do something with this gene pool they are trying to get to collect together in China, I think, and to get rid of all the population, or what is it? Mm-hmm. So we're talking about the vaccine. The test? Yeah, you know the... Okay, very good. Sir, I don't know the answer to your question. I do know that there are many people taking advantage of this pandemic for their own purposes, but I don't know who and I don't know how. Also kann darauf keine Antwort geben. Er kann sich vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die ihren Vorteil daraus ziehen aus dieser Pandemie. Aber er kann nicht sagen, wer das ist, und er kann auch nicht sagen, wie sie das machen. Also welchen Vorteil sie daraus ziehen. There are some things I know and other things I don't know. So I have to say, I don't know. Ja. Manche Dinge weiß er und manche eben nicht, und die weiß er nicht. Mm-hmm. So. Okay. Ich habe den Zettel noch als Hilfe. Ja. Yeah. Sir, did you have a question? Okay, yes. Ja. Good. Also wie sehen Sie die Entwicklung für Deutschland in diesem Jahr? Jetzt einfach mal aus Ihrem Gefühl heraus und aus Ihrem Wissen heraus. Ja. How do you see the development of Germany this year, just out of your intuition? And next part of the question. Deutsch, Yes. bitte? Haben Sie Hintergrundinformationen, dass Trump und seine Gefolgsleute, also Militär, Diplomatie, Geheimdienste etc., tatsächlich weiterhin agieren und auch das Deep State Merkel Regime im Auge haben? Do you have any background information about what Trump and the military and everything is working around here and bringing down the regime Merkel? Mm-hmm. Well, my wife, who is very superior to me, was on Donald Trump's advisory council. Also seine Frau war in der Beratungscouncil, in dem Beratungsring von Donald Trump tätig. And so now that Joe Biden is president, both my wife and I have been fired from our jobs. Und seit Joe Biden der Präsident ist seine Frau als auch er von seinem Job gefeuert worden. Yeah. So I don't have any knowledge of what Donald Trump is doing. I hear theories, but I would be very surprised if he's doing much of anything at this moment. Ja, also er hat keine Kenntnis darüber, was Donald Trump im Moment macht. Man hört nur theoretische Dinge und eigentlich weiß er gar nicht, was er im Moment überhaupt macht. Golf. Mm-hmm. Ja, dann noch diese Gesamtsituation, also das war so der Aspekt, dass man Trump mit einbindet in dieser Frage jetzt, aber eigentlich wäre die Frage noch grundsätzlich, wie er die Entwicklung jetzt für dieses Jahr sieht. Sieht er jetzt entscheidende Entwicklungen, wo wir alle dann darauf warten könnte sein? Ja. Do you see any substantial changes here in Germany this year? Yes, this is the year that there is changes coming to Germany. I have had to be patient for a very long time, waiting, because no matter how much effort you do, if it's too early, nothing happens. Also es kommen Veränderungen nach Deutschland und er musste sehr geduldig sein, bis der Zeitpunkt reif ist, weil bevor der Zeitpunkt nicht reif ist, kann man auch nichts ändern. Mm-hmm. So you have rather dramatic change.
Sogar dramatische Änderungen stehen bevor. Etwas konkreter, gibt es dann? Hm? Ich weiß ja einfach, More was du vielleicht concrete. sagst. Für uns wäre es wahnsinnig wichtig, vielleicht einfach eine Tendenz zu sehen. It's very important for them, just if it's only a tense to what maybe will come. Yes. This man must be a German. Ja, I think so. Du musst ein Deutscher sein. Yes, half, because my father is Arabic. I'm grown up, Entschuldigung, bin in München geboren. Ja. Ja. Also bin Deutsch, natürlich, Bayer, ja, Gefühl her. Yes. Aber ich habe die andere Seite auch. Ja. Die so vielleicht Yes. Sie, ich liebe halt Deutschland, so blöd es klingt. Ja, so klingt natürlich auch wie, aber ich liebe sie. He's half Arabic, half Bavarian, and but he feels for Germany and Yes. His question is a very good one, and it requires an answer. also du hast eine sehr gute Frage gestellt und die verlangt auch eine Antwort. Okay. It would be nice if I had some big organization behind me, or if I worked for the CIA, or if somebody was telling me things, but none of those things are true. Es wäre toll, wenn er eine große Organisation hinter sich stehen hätte oder ob er vom CIA wäre oder sonst irgendwas. Ne? Aber das stimmt alles nicht. Er ist alleine. Okay. All I have is me and the life that I have lived. Das Einzige, was er hat, ist er selbst und das Leben, das er gelebt hat. This is my 31st trip to Germany. Das ist sein 31. Trip, also Reise nach Deutschland. And each time I have come, it has been because the Germans that I love are in some danger. Mhm. Und der Grund, warum er jedes Mal gekommen ist, dass er das Gefühl hatte, dass wir Deutsche in Gefahr sind. Und deswegen ist er jedes Mal dann gekommen. So far, those things that I have brought have been accurate and sometimes even accurate to the exact date. Und das, was er bekommen hat an Informationen, war sehr akkurat und manchmal auf den Tag akkurat. So I have no choice but to come and talk to you, and you have a choice. You must test me. Am I a real person? Do I have other motives? Am I crazy and just making things up? Also er hat keine Chance zu entscheiden, ob er kommt oder nicht. Ne? Aber ihr habt eine Chance zu entscheiden, ob er echt ist. Testet ihn einfach, ja, damit ihr euch ein Gefühl dafür machen könnt. So I'm a human being. Of course I could be wrong. Er ist ein Mensch, auch Menschen ist ehrlich, ja. Erden ist menschlich. So far, the intuition I have has been mostly correct, certainly beyond human chance. Also die Intuition, die er hatte, war meistens korrekt, sogar so über dem Durchschnitt einer menschlichen Erwartung. And what I'm bringing to you this time is very, very good news for Germans. Und das, was er heute mitbringt, sind sehr, sehr gute Neuigkeiten für uns Deutsche. You're about to be set free for the first time in 75 years. Wir werden das erste Mal seit 75 Jahren unsere Freiheit wieder erlangen. You're about to have a sovereign country again. Wir werden wieder es kommen echt die Tränen. Tears coming. Wir werden das erste Mal wieder ein souveränes Land werden. Okay. So the questions we need to focus on today is not whether I'm right or wrong. If I'm wrong, you just got to come to a nice place and have some cookies. Okay. Die Frage ist nicht, ob er richtig liegt oder falsch liegt. Er hatte sowieso dann einen schönen Tag, Kuchen gegessen und fährt dann wieder nach Hause. But if I'm right, then you need to start preparing. Aber wenn er recht hat, dann müsst ihr jetzt anfangen, euch vorzubereiten. Sir? Mich würde interessieren, wie hat sich Ihre Liebe zu Deutschland entwickelt? War da irgendein entscheidendes Ereignis oder hat sich das über die Jahre bei Ihnen so entwickelt?
How did your love develop to Germany? Was it a special event where it arose, or did it develop over the years? I would like to be able to say, yes, I met a very tall, pretty German girl. Go ahead. Würde es wäre jetzt toll, wenn er erzählen könnte, er hat eine schöne, große deutsche Frau kennengelernt. But that's not true. Aber das stimmt nicht. I'm too short and too old. Ja, das übersetze ich jetzt nicht. No, I didn't ask for it. I didn't want it. It was with me at birth, and it was also with me well before birth. Also er hat nicht darum gebeten, er wollte es nicht haben und es war schon immer da, es war sogar schon vor seiner Geburt da. At times I've tried to get rid of it. Manchmal hat er auch versucht, es loszuwerden, Okay? It doesn't work. aber es funktioniert nicht. It's here permanently. Es ist permanent in ihm drin. Er ist ja verwandt mit Wilhelm Toel. Wilhelm Tell, maybe you're a relative of Wilhelm Tell. This is the Switzer guy, you know, with the apple and the... Yeah. I'm afraid I would hit the forehead, not the apple. So what other questions do you have of me? Pam? Mich würde jetzt noch interessieren, jetzt, ob das jetzt, bezüglich jetzt der Impfpflicht, ja, oder ich weiß es nicht, ob ich das abschätzen kann, wie schlimm das noch wird, oder wir sollten ja ein freies Land werden, aber jetzt bis wie weit könnte das noch gehen, also mit Impfpflicht eben auch, und dass sich da die Kinder jetzt von den Familien vielleicht rausholen, weil wir haben ja schon viel gehört. Yeah. She recognized that we will become a sovereign country again, but until this point, do you have any information about vaccination, about whether it's going on, that it's even becoming worse maybe? Well, if I were the ruling class, I would want to do everything possible to keep you under control and where I could keep track of you all the time. Also wenn er die herrschende Klasse wäre, würde er alles tun, um uns unter Kontrolle zu halten und vor allen Dingen nachvollziehen zu können, wo wir sind und was wir machen. So if you have to have a vaccination to have a passport to go to the store or to buy gas or to do this, I would say that if I were in the ruling class, that would be a good way to know exactly where you are all the time. Also wenn er in der herrschenden Klasse wäre, dann würde er das natürlich machen, ne? Dass man einen Impfausweis bekommt und dass man mit diesem Impfausweis nur damit an die Tankstelle gehen kann oder ins Geschäft einkaufen gehen kann oder sonst irgendwas. Naja, das ist quasi das, was die Merkel ja schon auch gesagt hat. Das ist what Merkel already announced. Man können halt die halt sich nicht impfen lassen wollen, dann bestimmte Sachen nicht mehr tun. Yeah, those people who won't get vaccinated, they aren't able to do special things. Or maybe even travel. Yes, oder sogar, sie dürfen sogar nicht reisen, die nicht geimpfen. Okay. Yeah. So, but I don't think that we should focus on Angela Merkel. I think in a fairly short time, her and her friends around her will be gone. Also wir sollten unsere Energie nicht auf Angela Merkel richten, weil er der Meinung ist, dass sie und ihre Freunde in kürzerer Zeit weg sind. Vielleicht sind sie Was wird passieren? Er war zuerst. Du wolltest sagen, vielleicht sind wir schon weg. ja, eben. Yeah. So maybe they are already gone, they ask? Oh no, they're still there today. So and they don't know they're going away. Die wissen auch noch nicht, dass sie weggehen. But they are. So the Umstände will bring a wind, and they will decide to do something else for a living. Die Umstände werden eine Bewegung produzieren, wo sie von selbst alleine drauf kommen, dass sie sich für ihren Lebensunterhalt was anderes suchen müssen. Aber
Aber welche Umstände werden es sein? Was wird dazu führen? Which circumstances? Well, there's three. If there were only one, the ruling class is pretty clever. They're not wise, but they're clever. Also es gibt 3, ja, und die herrschende Klasse ist clever, also, aber nicht weise. So they have a plan, a contingency plan for almost everything. Die haben für jede Gelegenheit haben die einen Plan. They're not afraid of you. Die haben vor uns keine Angst. They think they know you and you will be quiet and obedient. Die denken, sie kennen uns, wir würden die Klappe halten und werden unterwürfig. What they can't control is circumstances, and they can't control love. Was sie nicht kontrollieren können, sind Umstände, ja, und die Liebe. They have no answer for either one. Die haben weder für das eine noch für das andere Antworten. So you have a perfect storm that only comes once, maybe in 100 years, where you have a strong wind of inflation, which the ruling class created by making promises and contingent liabilities all over Europe, all over a heavy burden of debt. That's number one. Also der erste Sturm, der kommen wird, hat zu tun mit den ganzen Schulden, ja, mit den Schulden, die gemacht werden und mit den Schulden, von denen wir gar nichts wissen, die sie in kreuz und quer durch Europa, Gelder, die sie versprochen haben, ja, und die daraus folgen die Inflation. So you have a rising inflation, that's a storm. Das ist der eine Sturm, die immer höher steigende Inflation. Germans don't like inflation. Und wir mögen Inflation überhaupt nicht. And they especially don't like being told that that they especially don't like not being told that there's a danger coming. Ja, und wir mögen es erst recht nicht, wenn man uns nicht erzählt, dass solch eine Gefahr auf uns zukommt. Secondly, you have another storm, and that is that there is new immigration coming and nobody is talking to you about it. Der zweite Sturm, der da ist oder kommen wird, ist die Immigration, von der wir noch gar nicht wissen, von der sie uns nicht erzählt haben. You would think that in 2015 and 2016, that million people, that is all. Now it's over. Wir denken, dass das, was 2015, 16 hier reinkam, die ungefähr 1 Million Menschen, alles war und jetzt ist es vorbei. That's not true. Und das stimmt nicht. It's now coming under the radar from here, from there, always with many excuses as to why they don't tell you about it. Ja, und jetzt kommen sie unter dem Radar rein, von hier, von da und dort, immer mit irgendwelchen Entschuldigungen, warum sie es uns nicht erzählen müssen. So a second time you have a storm that is caused by not trusting the people who live in Germany. Und dieser zweite Sturm entsteht dadurch, indem sie uns nicht vertrauen, dass die Regierung vertraut nicht dem Volk. And the third storm is a matter of too much control. The control gets to be too tight for most Germans. Und der dritte Sturm entsteht, weil die Kontrolle da ist. Und diese Kontrolle, die wird stärker und stärker. Germans don't make very good slaves. Wir geben keine guten Sklaven ab. People have found that out in the past. Auch Leute in der Vergangenheit haben das schon herausgefunden. Germans love peace. They like to be left alone. They like to raise their families. They like to do things that are normal to Germans. Ja, wir lieben den Frieden, wir wollen alleine gelassen werden, wir wollen unsere Familien großziehen und wir wollen das tun, was Deutsche gerne tun. But every German has a fine line. And when you cross that fine line and the control gets too great where it hurts, then Germans have a tendency to get very upset about that. Und es gibt eine ganz feine Linie, wenn die auch überschritten wird, ja, und dieser Zugriff so stark wird, ja, dann kommen wir nicht mehr damit zurecht. So you have 3 storms coming together. 1 easy to handle, 2 can be handled with difficulty,
three in the same general time frame, they can't handle it. It's too much for them. Also wir haben 3 verschiedene Stürme aus verschiedenen Richtungen kommen. Und die Regierung kann mit einem Sturm locker zurechtkommen. Ja? Mit 2 Stürmen gibt es schon erhebliche Schwierigkeiten, aber 3 Stürme auf einmal ist nicht mehr zu handeln. Especially since they helped create the storm. Ja, und vor allem, sie haben es ja selber geholfen, dass die dazu getan, damit diese Stürme überhaupt entstehen können. Ich habe auch schon andere Interviews mit ihm gesehen und auch schon mehrere Aussagen von ihm gehört. Und ich möchte Sie ganz konkret fragen, woher beziehen Sie Ihre Informationen und ist es ein Wissen oder ist es eine Intuition, die Sie uns vermitteln wollen? He has seen different videos from you, and what he just want to know is that where do you get your information from, or is it intuition you have? Well, it's funny that Germans have been asking me this question for a long time. And Grafin Dernhoff, who was the head of Die Zeit and the #1 journalist in Germany. Deutsche fragen ihn immer wieder seit Ewigkeiten diese Frage. Und Graf von Dönhoff, der von Die Zeit, also bei der Zeit gearbeitet hat. Yeah. In 1993, not only asked me this question, but was very angry at me. Der hat 1993 ihm nicht nur diese eine Frage gestellt, sondern war sehr wütend auf ihn. Because in July of 1988, I gave her the date that the Berlin Wall would come down. Weil er 1988 die exakte Information, also das Datum gegeben hat, wann die Mauer fällt. And she wrote it on her calendar. Und sie hat es in ihren Kalender reingeschrieben. And she told me that I should go home because I was dangerous to Germany. Sie hat ihn nach Hause geschickt und gesagt, er soll nach Hause gehen, weil er ist für Deutschland zu gefährlich. That no one could possibly have known the date. Weil keiner konnte irgendwie dieses Datum wissen. But what she was most angry at was that it wasn't only the date I talked to her about in 88. Also sie war noch wütender, aber nicht, weil er nur wegen des Datums, über das er mit ihr gesprochen hat. It was what is going to happen now that she was angry at. Sondern auch das, was jetzt passieren wird, war sie sehr wütend. Because I told her in 88 that the wall coming down would reunify Germany shortly, that the Soviet Union would collapse, that Berlin would have to be the capital again, and that at some time in the future, a few decades off, Germany would have to stand up tall and take responsibility. That's what she was angry at. Ja. Also er hat nicht nur erzählt, dass Berlin wieder die Hauptstadt wird, die Mauer fällt, Russland kollabiert, sondern eben auch, dass die Deutschen wieder aufstehen werden. Ja. Well, she said, we don't want anything to do with that. Sie meinte, wir wollen damit überhaupt nichts zu tun haben. She said, if you were right on the date, there's a possibility you could be right on the end. Sie sagte, wenn du mit dem Datum schon richtig lagst, dann kannst du am Ende auch noch mit den anderen Sachen richtig liegen. She said, we want nothing to do with responsibility. We already tried that. Wir wollen nichts mit Verantwortung zu tun haben. Das haben wir schon versucht. She said, it didn't turn out well. Oder ist nichts Gutes bei rumgekommen. Go home, William. Geh nach Hause, William. I've been doing this for a long time, sir. So all I have is me and what I have lived. Also er macht es schon seit längerer Zeit und das Einzige, was er hat, ist er und das, was er lebt. Ne? So maybe I did obey her. Maybe I am home. Vielleicht hat er ja sich ihr unterworfen und er ist zu Hause. Weil sie gesagt hat, geh nach Hause. Ne?
als Deutscher muss ich natürlich nachfragen. Meine Frage ging so weit, ob Sie eine Bezugsquelle der Informationen haben oder ob Sie es aus sich heraus spüren. As a German, he has again to ask. Wieder an und wieder an. Do Ja. you have any source, or is it your intuition where the information is coming out from? Sir, I believe, and my wife believes, who's been with me 32 years, start that. Also muss damit beginnen, dass glaubt und auch seine Frau, mit der er jetzt 32 Jahre verheiratet ist, That if my love for Germans remains pure, wenn seine Liebe zu Deutschland pur bleibt, richtig rein bleibt and I don't manipulate it und das nicht manipuliert wird or take advantage of it, oder er keinen Vorteil daraus zieht, that God will continue to give me direct information. dann wird er weiterhin von Gott direkte Informationen bekommen. Da will ich meine Frage anschließen. Das Thema Spiritualität, ist es jetzt in den heutigen Tagen und in den nächsten Wochen, Monaten wichtig, dass man versucht, sich auf sich selbst zu besinnen, in seine Mitte kommt? Oder ist es wichtig, dass man auch auf die Straße geht, zeigt, wer man ist? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Das heißt, darf ich kurz übersetzen? Ja. During these times, is it important to look inside, spiritually to look inside you, and or going out to demonstration and to do things there, or? Oder werden die Dinge einfach auf uns zukommen und wir müssen uns dann entscheiden, wie wir uns auf die Dinge einstellen und auch vorgehen? Or things are just rolling up to us and then we have to look how we work with this. I do not discourage you from going to demonstrations right now. Also will uns nicht davon abbringen, dass wir zu Demonstrationen gehen. You're not going to have much of an outcome until the Umstände arrive to help you. Weil also wir werden nicht viel erreichen damit, solange die vorher besagten Umstände nicht eingetroffen sind. But I think I admire you for your courage at this point in time to do this. And I think you should meet new people who have similar hearts. And I think it's probably a good thing for you. Ja, bewundert ist, dass du das machst und auch dadurch vielleicht Leute kennenlernst, mit denen reden kannst. But today, the regime has all the cards. Aber zum heutigen Zeitpunkt hat das Regime alle Karten in der Hand. Okay, so you're not going to have very good results until the Umstände arrive to sweep away much of the control. Ja, aber bis die Umstände nicht eingetroffen sind, wirst du kaum irgendeine Chance haben. Ja, und diese Umstände werden dann die Kontrolle wegblasen. I would not recommend to you to try to go to neighbors or people at your workplace and try to convince them of anything right now. Also zum jetzigen Zeitpunkt würde er dir nicht raten, zu irgendwelchen Nachbarn zu gehen oder zu Kollegen und sie von irgendwas überzeugen zu wollen. Most Germans are still asleep. Die meisten Deutschen schlafen noch. And they don't want to be woken up. Und die möchten auch nicht aufgeweckt werden. So I admire your courage and you should keep going. Er bewundert deinen Mut und du sollst weitermachen. Yeah. You'll have a sense of when these times start. And then you'll have a lot of help. Wir werden es spüren, wenn die Zeit reif ist. Und dann werden wir ganz viel Hilfe haben. Normal Germans will start asking questions. Die normalen Deutschen werden dann anfangen, Fragen zu stellen. Okay. Some will be afraid of change. Manche werden vor dem Wechsel Angst haben. Okay. And you can bring them the right perspective. Und wir können ihnen dann die richtige Perspektive darstellen. Yeah. There's nothing to be afraid of. Und da gibt es nichts, wovor man Angst haben müsste. Okay. Freedom and sovereignty have been something that you have long deserved. Freiheit und Souveränität ist etwas, was wir schon
seit langem verdient haben. Dann mache ich jetzt eine Frage vom Chat. Wie können wir konkret den Prozess in Deutschland unterstützen? How can we help the process going on in Germany? Und das zerbricht die EU, weil der Euro kollabiert. And is the EU crashing down because the euro is crashing down, the currency? Mhm. Well, let's take the first part of that. Yeah. Okay. One thing you can do today, and it will take some courage in today's atmosphere, is you can start asking difficult questions the way Germans do when they're Germans. Was wir jetzt tun können, ist, dass wir anfangen, intelligente Fragen zu stellen, ja, und zwar Fragen, die Deutsche stellen. In the past, you ask questions and no one pays attention to you. In der Vergangenheit haben wir Fragen gestellt und keiner hat uns irgendwie beachtet. Or you get an answer that goes around in a circle. Oder wir bekommen Antworten, also eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt. So now's the time to begin asking questions and respectfully demanding answers. Und jetzt ist die Zeit, dass wir intelligente Fragen stellen, respektvolle Fragen, die auch einer Antwort bedürfen. Now, let me give you an example so that we're not talking only about philosophy. Ja, ich möchte gerne ein Beispiel geben, nicht, dass wir hier rumphilosophieren nur. Okay. Why are there 20 American-owned huge nuclear weapons in Germany fastened to German planes with young German pilots waiting to be told by the American president where to drop the bomb? Also eine Frage könnte sein, warum gibt es hier 20 Nuklearbomben in Deutschland? American Nuklearbomben, die an deutschen Flugzeugen dranhängen und mit deutschen Fliegern bestückt sind, die nur darauf warten, dass das Kommando kommt von den Amerikanern, mit diesem Flughafen die Bomben irgendwo abzuwerfen. Yeah. So why does this make any sense to you at all? Welchen Sinn macht das für uns? Ja? Why is no one asking the question, where will the retaliation come from? Warum fragt niemand, wo die Antwort herkommt? Ne? Also, It will come on you. die kommt zu uns, die Antwort, ne? Wenn die Bomben abgeworfen werden. And yet you accept this as if you were totally helpless, totally powerless. Ja? Wir akzeptieren das, als ob wir völlig hilflos wären, ohne irgendwelche Macht. An wen sollten wir eigentlich die Fragen stellen? To whom should we ask the questions? Well, who is it that allows this? Who is it that signs the paper and says, this is fine? Don't you ask any questions. You are German citizens. You are the ones who will have to suffer from this. Why are we doing this? Why don't you try asking a mayor? Why don't you try asking someone who's in the Länder parliament? Why don't you try asking someone who is in the parliament in Berlin? They are there. They're human beings. They can't hide forever. Ja, wir sollen solche Stellen wie Bürgermeister, Landratsämter, Parlamente und so weiter fragen, wer von uns erlaubt das denn, ne, dass das hier geschieht? Wir können nicht für ewig schweigen. But what they count on is you will never ask questions. You will only be obedient. Die zählen einfach darauf, dass wir niemals Fragen stellen, dass wir immer unterwürfig sein werden. Das Problem ist, wir bekommen oft keine Antworten mehr auf diese Fragen. Viele Jahre mache ich das, dass ich gegen jede behördliche Schreiben beschlafe. Immer auch Nachfrage, wo ist der rechtliche Hintergrund, lege mich überall an. Ich habe da auch keine Angst, aber ich bekomme keine Antwort. Since years he's asking questions, yeah, asking for the legal background of this and that, but he never gets any answer. Well, here's another simple question that you would ask of the chancellor. Okay, the chancellor comes all over Germany running for office or doing something. My wife and I have met the chancellor in
in Erfurt. She's very open. But why wouldn't someone ask the chancellor, is there anyone in the world being killed who are probably innocent in weapons that are based on German soil with the permission of the German government? Think about it. Ja, also man kann die Merkel, die sowieso hier rumwandert im Land und auch offen ist, ne, Hand zu beantworten, könnte man fragen, ob es einen Verletzten oder einen Toten gibt, der entstanden ist durch die Waffen, die hier auf deutschem Boden stationiert sind. So the answer is no. It's only American air bases on German soil who are killing all these people. Sie sagt, nein, das sind Waffen, die stehen in American Air Bases, ja, und die sind dafür verantwortlich, dass die Leute getötet werden. And they're not really part of Germany. Und die gehören nicht wirklich zu Deutschland. So where are they? Wo sind die? They're in Germany. Sie sind in Deutschland. Okay. So why doesn't anyone ask the question? Are innocent people being killed with American drones out of German soil? Warum fragt keiner die Frage, warum unschuldige Menschen aus Deutschland heraus mit Drohnen umgebracht werden? So is that a good question? Ist das eine gute Frage? Okay. Why is no one asking? Keiner fragt, warum. Keine Ahnung, was ist so weit ich nicht so. Da hat's mal in Rammstein war ja mal von dem Trebermann eine ganz gute Rede. Da ist ja um dieses Ganze gegangen, von dem alten Trebermann. Yeah, somebody, old Trebermann called, was speaking about this topic in Rammstein, and there Yes. came no answer. And by the way, my speaking about this topic will cause people in Berlin to be very angry with me. I'm not even supposed to mention it. Wenn darüber spricht, dann werden die Politiker in Berlin sehr, sehr sauer und er darf noch nicht mal drüber reden, das ansprechen. Mhm. Sure. If you're ready. Go. Frage an alle. Kennt jemand den Herrn Reitschuster, der ja oft He's talking about Mr. unangenehme Reitschuster, Fragen stellen kann? journalist. Weil den können wir ja mal damit in Anführungszeichen beauftragen, Mhm. falls jemand den Kontakt hat. Und dann soll er doch mal einen Fragenkatalog hernehmen und 1 oder 2 Fragen jeden Tag mal stellen. Und dann warten wir mal auf die Antworten. It's a question into the round here. There's a journalist called Reitschuster, and he is famous for asking questions our politicians don't want to hear. And he said maybe it's a good idea if somebody knows him to give him a catalog of questions. Yeah, we can work on, and then daily forwarding this question to. Yeah. Yes. Now, what I'm talking about is common sense. I'm an American patriot, okay? I don't want all Americans to be thrown out of Germany, but at the same time, there has to be some common sense. You're the ones who are going to be punished for these things. Nobody in their right mind would attack the continental United States. Nobody would, but they can certainly retaliate against you. You have no military. Also man muss Fragen mit einem guten Menschenverstand stellen, ne? Was er gerade gesagt hat, wir haben überhaupt kein Militär, wir könnten sofort überrollt werden. Ja. So before tonight, you would say, oh, but we do, Professor, you're misinformed. We have NATO, we have the United States troops, we have SHAFE. All these people will run to our aid. Also bevor ihr hierher gekommen seid, hättet ihr wahrscheinlich gesagt, wir haben die NATO, wir haben die SHAFEs, wir haben die amerikanischen Truppen halt hier drin und alles Mögliche. Aber die tun nichts für uns, gar nichts. Yeah, you don't really believe that, do you? Glaubt ihr das? Ihr glaubt das noch nicht mal, oder? Ich schon. Okay. If you think we're coming to your aid and going to bleed for you, you're living in dreamland. Wenn ihr glaubt, dass die Amerikaner zur Hilfe kommen und ihr Blut für uns vergießen, dann lebt ihr noch in einem Traumland. There's no energy among the American people to bleed for Germans. Da ist keine Energie übrig, auch nur einen Blutstropfen für uns zu vergießen. Okay. You are a wonderful cash cow. Wir sind eine wundervoll zu melkende Kuh. Okay.
And you do exactly what we tell you. Und wir tun genau das, was sie von uns wollen. Naja, aber jetzt nochmal zurück zu dieser Frage von Tagesvorher. Wenn man jetzt dann die Fragen schriftlich tatsächlich stellt, warum bekommt man denn noch keine Antworten? Ist das Absicht? When we're writing down the questions and send them to them, and we don't get any answer, is it because they don't want to answer us, or what is the reason? It's because they don't have a policy to protect Germans or to answer German questions. Their entire energy is to please people outside of Germany. Ja, also es gibt keine Policy, dass sie uns beschützen sollen oder informieren sollen, sondern die einzige Aufgabe ist, denen zu gefallen, die von außerhalb die Macht auf uns ausüben. Also bleibt ziviler Ungehorsam. Das heißt, wenn mal Deutschland ist totverwaltet, meiner Meinung nach, dann sich dann direkt mit Verwaltung anzulegen und einfach die Aufgaben nicht mehr zu erfüllen, wie zum Beispiel Steuern bezahlen, Krankenversicherung, irgendwas. Eigentlich müsste man sich aus diesem ganzen Paket verabschieden. Als tun, wie nichts fragen, einfach nicht mehr machen, einfach 2 Wochen nicht mit der Arbeit gehen. Das ist das, was übrig bleibt. That means to do the total rebellion. That means no more paying tax and not obeying anymore and just do what we like. That's not going to get you anywhere. Das bringt uns nirgendwo hin. Okay. You need help from a non-human source. Wir brauchen Hilfe von einer nichtmenschlichen Quelle. You're a big man, but not that big. Du bist ein großer Mann, aber nicht so groß. Okay. Okay. Dann habe ich jetzt, Okay. welchen Rechtsstatus haben wir in der BRD? So, which kind of legal status do we have here in the BRD, FRG? Which kind of leaders? Legal status. Which legal Rechtsstatus. form? Like colony. Are we a colony or No, democracy or whatever? you're not. You're only a democracy in quotes, and you are an occupied country, and you know it. Wir sind nur in Anführungsstrichen ein demokratisches Land. Wir sind ein besetztes Land, eine Okkupationsfirma. He wants to ask something about the occupation. Yes. Okay, I have to. Yes. This isn't one of those 2-page questions. Ja, is ja. it? 2 Seiten lang. Einen kleinen Moment, Moment, Florian, ich habe nämlich da eine ergänzende Frage dazu. Einen Moment. Kann Herr Toel bestätigen, dass während oder nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Wissenschaftler mitsamt damals neuesten Technologien nach Antarktika gingen, so wie Admiral Byrd etc. sagte? Very interesting question. Can you confirm that during and after the Second World War, German scientists, including all the newest technologies from this time there, went to Antarctica, so as Admiral Byrd confirmed? Oh, well, I do know that our German scientists were better than your German scientist. Weiß, es gibt deutsche Wissenschaftler, die besser sind als deutsche Wissenschaftler. Okay. So, Are they living in Germany? we hurried up and grabbed nearly all of the good, wonderful German scientists we could get our hands on before the Russians got them. Also nach dem Krieg haben sie sich beeilt, dass sie ihre Hand auf die besten Wissenschaftler gelegt haben und die sich gekrallt haben, bevor die Russen reingekommen sind und das tun konnten. And instead of putting them in the Rhine prison camps with 3 million other Germans, und sie haben sie nicht mit den 3 Millionen anderen Deutschen zusammen auf den Rheinterrassen gefangen gehalten. we gave them American citizenship and a nice paycheck. Sie haben denen einfach eine amerikanische Pass gegeben und ein nettes Gehalt. We treated them very, very nicely. Und sie wurden sehr schön behandelt. They took us to the moon.
They took us to the moon. Also die haben die Amerikaner auf den Mond gebracht. Okay. And they made us the most powerful nation on earth. Und diese Deutschen haben Amerika zu der stärksten, mächtigsten Nation der Welt gemacht. Thank goodness the Russians got the second best. Was für ein Glück, dass die Russen nur die zweite Garde bekommen haben. Okay. Ja. Ich habe eine Frage, weil die Renate vorher was vorgelesen hat, ob der Euro crasht. Ja. Und da hätte ich die Frage ergänzend dazu, wie lange, wie ihr meint, wird dieses Finanzsystem noch Bestand haben? Before we had a question regarding the euro, the crashing of the European Union and therefore the crash of the euro. And she's asking how long the system will, the financial system will still be working. Well, you're going to have to stand up and take control of your own future and your own destiny. Wir müssen aufstehen und selbst die Kontrolle übernehmen über unsere Zukunft und unser Schicksal. The European Union is a dysfunctional organization. Die EU ist eine nicht funktionierende Organisation. If it doesn't have a crisis, it has to create a crisis. Wenn sie nicht gerade mal eine Krise hat, muss sie, um zu bestehen, eine Krise kreieren. Otherwise, it doesn't exist at all. Sonst existiert sie einfach nicht. Now, the euro is supported by many very wealthy globalization people and organizations. Der EU wird unterstützt von sehr vielen globalen, sehr reichen Institutionen. That's the euro. Der Euro. The euro. Der Euro. Okay. Yeah. So I would not be concerned about your money or a total collapse of the euro because it has far broader support than the European Union itself. Also er würde sich jetzt nicht um den EU-Gedanken machen, weil der hat sehr viel mehr Unterstützung, die Euro-Gedanken machen, weil der hat sehr viel mehr Unterstützung als die EU selbst. Yeah. But there is, until you take control of your own currency, you will never have truly a sovereign nation. Das heißt, wir müssen die Kontrolle übernehmen über unsere eigene Währung. Solange werden wir keine souveräne Nation sein. I was in the banking business for many years. Arbeitete viele Jahre in dem Bankensystem. Including being a vice president for a large international bank in the Middle East. Und war auch der Vicepräsident einer internationalen Bank im Mittleren Osten. The Bundesbank and the Deutsche Mark were the most respected financial entities in the world. Die Bundesbank und die Deutsche Mark waren die respektiertesten Dinge im Finanzmarkt, die es gab. Everyone in the world used them as the benchmark for quality. Und die wurden weltweit als Benchmark für Qualität genutzt, hergenommen. Yeah. The euro does not enjoy that type of reputation. Also der Euro, der genießt nicht diese Reputation. So all of those systems are still in place. Die ganzen Systeme sind immer noch am Arbeiten. But they have cobwebs because no one's using them. Cobwebs. Cobwebs. Yes, that's what a spider makes. Aber sie haben Sicherheitsnetze. Ja? Spinnweben. Ja. Genau. Sie haben Spinnweben, die. Yeah, because no one's using them. Weil sie sich genutzt werden. Ja. So all you have to do is dust them off. Okay. Das heißt, die müssen wir nur abstauben, die Systeme, die wir schon haben. And once again, you will have a currency that pays attention to and comes directly from the German mind and German needs. Und dann haben wir eine Währung, die direkt aus uns herauskommt, unsere Bedürfnisse stillt und unsere Gedanken. Ja. Wäre die Deutsche Reichsbank so eine Institution? The German Reichsbank, is that such an institution? I don't know, sir. All I know is the Bundesbank was your central bank, and they made all the decisions about protecting money for retirement, for healthcare,
and so that your savings had value. Ja, also er kennt nur die Bundesbank, die verantwortlich war für unseren Rentenfonds und für unsere Ersparnisse und für unsere Krankenversicherung. Also. And they did a great job of it. Und da haben sie einen tollen Job gemacht. So, Aber Sure. wie soll denn der Wandel vonstatten gehen? Also, How should this work, this change? das Militär ist bis auf die Unterhose kaputt gespart. The military is nearly completely naked. yes, that's true. I like the young men in your military. I love them as much as I love you. Er liebt die jungen Militärs hier in Deutschland genauso, wie er uns liebt. But they couldn't fight their way out of a paper bag. Aber sie können aus diesem ganzen, ja, wie sagt man in Deutschland, Papierkram einfach sich nicht herausbewegen. They don't have the weapons. Sie haben nicht die Waffen, They don't have the training. auch das Training nicht And they don't have the mentality. und die Mentalität auch nicht. Okay. You are naked. Wir sind nackt. Okay. Und da passt jetzt die, oder hast du noch? Ja, Und dann, also Entschuldigung. somit habe ich den Eindruck, wir brauchen Hilfe von außen. So he gets the impression that we need help from outside. Und der Herr Toel hat in mehreren Videos gesagt, die Deutschen haben eine große Rolle für das Ausland auch, damit das Ausland auch bestehen kann. And you said in one of your or many interviews that Germany plays a very important role for foreign countries that they can exist. Oh, you have, it's one of those rare times where you have the exact right toolbox, the exact right skills, that's in Germany, matched up with the exact needs of almost 2.5 billion people in the world. Wir sind jetzt bald in der Situation, in diesem Gap, wo wir genau die richtigen Werkzeuge haben, die wir brauchen, um diesen 2,5 Milliarden Menschen draußen zu helfen. Okay. And you will do a great job at it. Und da werden wir richtig gut drin sein. I've already seen it. Er hat es schon gesehen. Okay. You'll start feeling very, very good about yourself again. Und wir werden uns richtig gut fühlen dabei. Your self-confidence will soar. Unser Selbstverständnis, unsere Selbstsicherheit ist so wund, ist so verletzt, ja. Yeah, your self-confidence will be like, it will soar like an eagle. All right? Like an eagle? So, yeah, So, also nicht verletzt, sondern entfaltet sich Yes. und wird Okay, fliegen good. wie ein Adler. Now, Reden wir vom April? we're talking about the dramatic change coming over the next few months. I don't have an exact date. Wir reden von dem dramatischen Wechsel, der kommt in den nächsten Monaten. Er hat kein exaktes Datum. Yeah, storms are hard to predict. Also, die kann man schlecht voraussagen, Stürme. Okay. And the regime still has some tricks up their sleeve. Ja, das heißt, das Regime hat noch ein paar Tricks im Ärmel. Okay. But what you are, the skills that you have as individuals and the skills that you have when you're in unity is precisely the exact skills that many people in the world are desperate to have. Die Fähigkeiten, die jeder Einzelne von uns hat und die Fähigkeiten, die wir als Kollektiv haben hier in Deutschland, ist genau das, was im Ausland gebraucht wird. Which skills are those? Ah, good question. Welche Fähigkeiten sind das? Okay. When Germans are themselves, they have a very good, intelligent mind. When Germans are themselves, they have the courage to take on adventure. When Germans are themselves, they know how to get things done that sustain. Let's try that. Wenn wir Deutsche, wir sind intelligent, wir haben Mut zum Abenteuer und wir sind bekannt für Nachhaltigkeit. Mm-hmm. Other people can build things. Other people can do things, but they don't sustain. Ja, es gibt Leute, die können Sachen bauen und so weiter, aber sie sind nicht nachhaltig. Mm-hmm. When Germans do something, it works and it keeps working. Das heißt, wenn wir was tun, ist es für die Ewigkeit.
Mhm. So you just said Maybe not Ewigkeit. Dann hält's, ja. Okay, go So you ahead. just said, In Deutsch bitte. In also Deutsch. wenn, also vorausgesetzt, die Deutschen sind sich selbst, dann haben wir die Fähigkeiten dazu. That's exact right. Ja, Yes. aber sind wir Deutschen uns selbst oder nicht? Das ist ja die große Frage, weil wir sind ja auch mit einer deutschen Scham besetzt. Mit einer deutschen Scham. Ja. Do we have this German inside us or not? Because we have a lot of guilt and shame upon our shoulders. Well, the guilt and shame, it didn't come from you. Das kam nicht von uns innen raus, die Scham und die Schuld. It came from outside. Das haben wir von außen aufgebürdet bekommen. You are co-complicit in keeping it alive. Aber wir, dadurch, dass wir da mitmachen und Komplizen sind, erhalten wir das am Leben. And for the men in the room, I apologize in advance. Also er entschuldigt sich jetzt schon mal im Voraus, weil es geht jetzt um die Okay. Männer in diesem Raum. But it's the women who have most courage in Germany today. Aber in dem Deutschland von heute haben die Frauen den größten Mut. And so they will probably have to lead the way. Und wahrscheinlich werden wir den Weg weisen. Der Amazon. Die Amazon. She's no translation for that. Genau. Okay, Ich, okay. ich würde jetzt hierzu eine Frage und dann Yes. wäre der Florian dran, gell? Weil das passt jetzt dann gerade. Und dann, Yes. damit ich dich In nicht... einem Moment, bitte. Thank you. Ein ganz klar Moment. Und dann Überlegen, ob meins noch passt. bestimmt. Da fragt, wenn Merkel und Co. wegen der 3 Stürme ihren Platz räumen werden, wie soll dann das Vakuum friedfertig gefüllt werden mit den derzeit wenig Erwachten und Vorbereiteten? Okay. If Merkel and her friends have to leave Germany because of the 3 storms and they have to give way, how should we fill this vacuum with a very few amount of people who are now awake and are prepared? Yes, well, that's a very good question, and you need to know the answer to it, because when the current political system, by its nature, cannot produce leaders for you. Das ist eine gute Frage, weil das momentane politische System, was wir haben, kann keine neuen Führer hervorbringen. Even the young people in the current political parties are not leaders, Auch die Nachwachsenden in den politischen Parteien sind keine Führer. which means the leaders will have to come from outside of the current political party system. Das heißt, die zukünftigen Führer müssen außerhalb dieses Parteisystems kommen. So how will you know which ones to choose and which ones you can trust? So, wie finden wir jetzt heraus, wen wir wählen können, also wen wir erwählen können und wem wir vertrauen können? When you start hearing people, men or women, when you start hearing people talking about protecting German children that are not yet born and protecting the future of Germany, now you got the right people. Wir erkennen die daran, wenn die über die Zukunft von Deutschland reden und vor allen Dingen über die Zukunft der Deutschen, die noch gar nicht geboren wurden. Now you know you've got the right heart. Und dann weiß man, dass man den Menschen mit dem richtigen Herz am richtigen Flecken gefunden hat. People who have a love not only for German families today, but are willing to risk to protect German children in the future. Ja, nicht nur Menschen, die sich um deutsche Familien Sorgen machen, sondern die auch das Risiko auf sich nehmen, nachzudenken und dafür zu sorgen, dass es den Deutschen, den noch ungeborenen Deutschen in der Zukunft gut geht. Mm-hmm. When you find those people, and there are plenty of them, Wenn wir diese Leute finden, und es gibt viele davon, okay, then you can trust them. dann kann man denen trauen. But don't make it a beauty contest. Aber wir sollen keinen Schönheitswettbewerb draus machen.
That's the American way. Das ist der amerikanische Weg. Okay. So, Und jetzt würde ich Florian bitten. Ja. Also ich habe eine Frage an Sie, aber ich bin etwas verwirrt. Ja. He's a little bit confused. He has a question, but he's a little bit confused. Meine Frage, join the crowd. Okay. die Frage geht um das Ende der Besatzung. Und ich habe gelesen über das Law of War, the Manual of the Law of War oder Law of War Manual. Kennen Sie das? It's because of the end of the occupation, and he has read something. It's called the Manual of the Law of War. Okay, it comes from the Department of Defense and it's called Law of War. Es kommt von dem Department. It comes from the Department of Defense, and it's called Law of War. Do you know this? No, but I'm not surprised that the Department of Defense is putting out something that's confusing Germans. Also er kennt es nicht und er wundert sich auch nicht, dass die irgendwas rausgeben, was uns verwirrt. Okay. I don't know anything about it. So. Also er weiß gar nichts darüber. Okay. Um das abzukürzen, in diesem Manual steht ein Weg, wie eine Besatzung enden kann. To make it long story short, in this manual you can read how to shorten up an occupation. Und zwar, indem eine neue Regierung ihr Zugeständnis zur Besatzung ausspricht und somit keine feindselige Beziehung zwischen Besatzern und besetzten Menschen. Okay, the way is that the new government says that they are not in a kind of enemy state to the occupation, to the allies, and therefore darum. Also sobald die Feindseligkeit aus der Beziehung zwischen Besatzer und Besitzern weg ist, gibt es keinen Grund mehr für Besatzung und die Besatzung ist beendet. And therefore there is no more reason for an it sounds perfectly logical to me. It sounds perfectly logical to me. Okay. Es hört sich sehr logisch an. Yeah, because at the end of the war, there was so much hatred towards Germans Am Ende des Kriegs gab es so viel Hass gegen die Deutschen, that we did not give you a legitimate status as being a war partner. ja, weil sie haben uns nicht so behandelt, wie man mit einem Kriegsgegner umgeht. Okay. Ja. So we basically declared you criminals. Sie haben uns einfach als Kriminelle abgestempelt. You know, and we had no way of knowing who was good and who was bad, and we didn't care. Und sie hat keine Ahnung, wer gut war von uns, wer schlecht, und es war ihnen ehrlich gesagt auch egal. So we took 3 million young Germans who surrendered and walked proudly, gave up their weapons and walked into our custody. We took 3 million and we put them in camps along the Rhine, and we forgot to feed them. Go ahead. Also sie haben nach dem Krieg 3 Millionen junge Soldaten genommen, die sie abgeführt haben, auf die Rheinterrasse geführt haben und vergessen haben zu ernähren. Okay. Now, why could we do this? We ignored the Geneva Convention. Warum konnten die das überhaupt tun? Sie haben die Genfer Konvention nicht beachtet. We ignored all of the rules of dignity and humanity. Sie haben sämtliche Gesetze der Menschlichkeit ignoriert. Okay. It was because our hatred was far more great than our justice. Weil der Hass um vieles größer war als die Gerechtigkeit. That's why if we did recognize you as an actual legitimate enemy, you'd be free today. Wenn die uns damals als normalen Kriegsgegner gesehen hätten, ja, dann wäre jetzt schon wieder alles vorbei. That's why you're not going to get a peace treaty. Und deswegen kriegen wir auch keinen Friedensvertrag. Okay. Our attitude hasn't changed very much. Weil die Einstellung der Amerikaner gegenüber Deutschland hat sich nicht viel verändert. Eine kurze Frage dazu. Kann es sein, dass die Bilder, die wir von den
Juden kennen aus den KZs falsche Bilder sind und aus den Weinwiesen gemacht worden sind. Could it be that some pictures of some moments during the World War are not correct? Sir, I don't know. I don't. There's, you know, in America, about 40% of the men walking around in the last 60 years bragging about all of their service in Germany and Japan never left Louisiana. Also die meisten Leute, also 40% der Leute, die behaupten, in Japan und Deutschland gewesen zu sein, irgendwas zu erzählen, haben Louisiana nie verlassen. The only military service they did was shoveling horse manure. Go ahead. Also das Einzige, was sie getan haben, war Horse Maneuver. Maneuver, you mean the Pferdemist, also Pferdemist geschaufelt. Okay, so how could we possibly know what was true and what was not true, and which pictures are real and which pictures are not? Wo sollen wir dann wissen, was wahr war und nicht wahr war? It's a Gordian knot that is so tied up that we'll never figure it out. Es ist ein gordischer Knoten, der so verwickelt ist, dass der niemals sortiert werden kann. But if you can't remember one word I said when you leave, if you can't remember one word, also wenn ihr euch nicht an ein Wort erinnert, was er hier sagt, okay, stay away from the past. Bleibt weg von der Vergangenheit. Stay away from the negative. Und bleibt weg vom Negativen. And give other Germans a break. Und gebt den anderen Deutschen mal eine Pause. Okay, the whole country is confused. Das ganze Land ist verwirrt. Okay, the whole country has no idea what the future will bring. Das ganze Land hat keinen Plan, was die Zukunft bringen wird. And nobody is listening to them. Und keiner hört ihnen zu. So you need to have empathy with all other Germans, okay? And let's see if we can find unity. Wir brauchen Empathie für die anderen Deutschen und wir müssen uns vereinen. Wir brauchen eine Einheit. Germans don't need to be judged or criticized. Die Deutschen brauchen nicht kritisiert zu werden oder beurteilt zu werden. Especially by their own brothers and Und sisters. schon gar nicht von den eigenen Brüdern und Schwestern. So lighten up. Deswegen sollen wir ins Licht gehen, hell werden. Okay, go ahead, sir. Wir sollen ja unangenehme Fragen stellen. Was ist, wenn diese nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden? Wir sind ja ein besetztes Volk. Gibt es dann Institutionen, die diese Fragen beantworten oder die vielleicht diejenigen, die sie falsch beantworten, darauf hinweisen, dass sie falsch beantwortet wurden? If we ask questions and we don't get an answer, we get a wrong answer. Are there any institutions in Germany who can tell those other institutions not to give us wrong answers, but right answers? No, absolutely not. None. No. All 7 of your major newspapers might as well be one newspaper. All of your television stations might as well be one television station. The organizations that are supposed to watch over other organizations, they do nothing whatsoever. Everybody is in the same boat right now. Everyone is afraid of losing control. They're afraid that Corona might end and you'll be able to get together and talk with each other. That's what they're afraid of. Die sind alle gleichgeschaltet. Sie sitzen alle im gleichen Boot und sie haben einfach Angst, dass wir, zum Beispiel wenn Corona zu Ende ist, dass wir zusammenkommen und miteinander reden. Ja? So as we say in America, right now they're circling the wagons. Ja, also in Amerika sagen sie, dass sie momentan im Kreis herumfahren. Ja. Okay. So no, without the circumstances, then you're going to be hitting your head against a brick wall. Also Okay. solange diese Umstände, von denen er gesprochen hat, nicht da sind, können wir auch mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Okay. Wait for some help from the real outside, not Russia, not America, not France. Wait for help from other sources. Wir sollen auf die Hilfe von ganz woanders warten, nicht von Russland oder von irgendwelchen anderen Ländern, sondern von richtig außerhalb. Ja. Die Frage,
Ist Merkel ein Reptiloid? Ist Merkel was? Ist Merkel ein Reptiloid? Is Merkel a reptiloid? You know, these dragon-like creatures. Oder nicht menschlich. I don't know. Not human. I don't know. I met her. I shook her hand. She didn't seem like a reptile. Also er hat sie getroffen, er hat sie hat sich nicht so angefühlt, als ob sie ein Reptil wäre. So she kind of reminded me like of somebody like my aunt, you know, who took care of the house when people were gone. Okay. So Er hat sie eher an seine Tante erinnert, die aufs Haus dann geachtet hat. Wenn er Aber weg die war. Frage noch, es bleibt für uns jetzt letztlich die Konsequenz, jetzt in der jetzigen Situation, letztlich doch das, was wir schon tun, uns regional zu vernetzen, wie jetzt, in wirklich kleinen Gruppen pro Ort, und dafür zu sorgen, dass wir uns gegenseitig stützen, durch Energieaustausch, was immer es alles gibt auf menschlicher Ebene, um in diese erstmal Unabhängigkeit überhaupt wieder zu kommen, in einer kleinen Gruppe. Is it Das that ist noch nicht momentan, bis, ich sag mal, von außen. the way until these circumstances are coming might that be a way to keep on building small networks and no, of course, but be careful right now. I had a man invite me who owned a bookstore in Dresden. And he said, I want you to come. I'm going to get a group together, just like this group. And he said, but I have to warn you, there'll be at least 30% of the group will be from the BND and the security services. Ja. Wir sollen also vorsichtig sein bei diesen Bildungen. Er kennt einen Buchhändler aus Dresden, der also eine größere Gruppe hat, und hat gesagt, man soll vorsichtig sein, dass 30% der Leute, die dann da drin sind, vom BND sind. Ja? Yeah. So he said, their buttons take your picture, you know, and they are recording every word with the hope that you say something wrong. Die nehmen Bilder auf und die nehmen jedes Wort auf in der Hoffnung, dass wir irgendetwas Falsches sagen. Okay. So for the next few months, just test carefully who it is you bring in, okay? Ja, also man soll sehr vorsichtig in den nächsten Monaten sein und testen, wen man damit ins Netzwerk reinnimmt. Also wäre das Auge in Auge absolut wichtig von der digitalen Ebene. So that means the eye contact, the being in reality together is very important instead of doing it digital. Everybody in this room, every one of you, has an inner gyroscope. Ja, jeder von uns hat einen inneren Kompass. Okay, that when you're in person, when all of your senses are involved, you can touch, you can smell, you can see, you can hear, and you can test. When you get your senses involved, if you're alert, you'll have a sense of who's real and who's not real. Das heißt, wenn wir uns in Realität sehen und nicht digital, dann haben wir unsere 5 Sinne beisammen, mit denen wir abchecken können, ist der geeignet oder nicht. The ones who are not real are always trying too hard. Diejenigen, die nicht dazu gehören sollten, die erkennt man daran, dass sie das sehr stark versuchen, da reinzukommen. Yeah. Okay, go ahead, please. Soweit ich das weiß oder nach meinen Informationen befindet sich Deutschland im Reorganisationskonkurs und somit sind wir abhängig von der Federal Reserve Bank. Wenn jetzt ein Wechsel kommt, was passiert dann? She just says she thinks that we are in a reorganization. Konkurs is bankruptcy. In a reorganization bankruptcy, and together with the Fed and abhängig von der Fed, und wenn der Wechsel kommt, was passiert dann? Weil ohne dass wir von der Fed unabhängig werden. Okay, what is coming when we have the change, because we are depending then from the Fed? Could the change come when we are still depending on the Fed? When you say the Fed, do you mean the Regierung or do you mean the Central the Federal Reserve Bank in America? Oh, I see. Yeah. Okay, I got you. Well, right now, of course, you are dependent not only on the Fed, but you're also dependent
upon New York and London for almost all of your important decisions. Wir sind nicht nur von der Fed abhängig, sondern in all unseren Entscheidungen von London und New York. Mhm. But what's going to be difficult is you are going to be sovereign, and that means you have to take responsibility for your own decisions. Was schwierig wird, ist, wenn wir souverän werden, dann müssen wir die Verantwortung für unsere Entscheidungen treffen. Okay. And so that means Germans will be making decisions about German savings, about German military, about German foreign policy, and they might make mistakes. Wir machen Entscheidungen dann über die Außenpolitik, über das Militär, über unsere Ersparnisse, über alles, Bankensystem, alles. Ja, müssen wir dann Entscheidungen fällen und da werden natürlich auch Fehler passieren. But at least for the first time in 75 years, they will be German mistakes. Aber zumindest sind es Deutsch seit 75 Jahren das erste Mal deutsche Fehler, die gemacht werden. So the Fed won't matter to you at all. Und die Fed wird uns nicht mehr interessieren. Ich hätte jetzt noch 3 kurze Fragen zum Abschluss aus dem Chat. Warum dürfen wir nicht über unsere Ahnen sprechen, die in den Rheinwiesenlagern verblieben sind? Why isn't it allowed to us to speak about our forefathers which died in the Rhine terraces? Well, it's rather embarrassing when Dwight Eisenhower, the overall commander, threatened to shoot any German who got near the fence to throw a piece of bread to their husband. That's somewhat embarrassing. Go ahead. Ja, also es ging darum, dass der Eisenhower war ja der Oberchef von allem, durfte nicht mehr darüber gesprochen werden, wenn die versucht haben, ein Stück Brot reinzuwerfen. Das war ja schon nicht erlaubt, ja, zu den Gefangenen, die auf den Rheinterrassen waren. That's not how Americans like to think about themselves. Das ist eigentlich nicht das, was Amerikaner von sich denken, wie sie sind. We like to have white hats. Wir Okay. Die wollen eine weiße Weste haben. We like to be thought of as nice people. Ja, und sie wollen, dass wir von ihnen denken, dass sie nette Leute sind. Nice people don't shoot wives trying to throw a piece of bread Und to their husband. nette Leute erschießen keine Frauen, die versuchen, ihren Männern, die hinter dem Stacheldraht drauf sind, Brotbrocken zuzuwerfen. I won't tell you the exact number of young German men and women who died of starvation in those camps. Und er möchte uns jetzt die richtige Anzahl von Menschen sagen, die in diesen Camps an Hunger gestorben sind. Often 7 young German men were given 1 piece of bread to divide among them every day. 7 junge Männer bekamen insgesamt pro Tag ein Stück Brot in dieser Größe, um es sich zu teilen. You can't survive. Damit kann man nicht überleben. But no one cared. Aber keinen hat es interessiert. Okay, but you can't focus on the past. Aber man kann sich nicht auf die Vergangenheit fokussieren. Because it's a trap. Das ist eine Falle, sich auf die Vergangenheit zu konzentrieren. The elites want you to fall into these traps. Und die Eliten wollen, dass wir in diese Falle reingehen. Be smart. Wir sollen klug sein. Focus on the positive. Focus on the future. And focus on getting yourself ready to take responsibility. Ja, wir sollen uns auf die Zukunft, auf das Positive konzentrieren und auf das, dass wir Verantwortung übernehmen werden. If you do anything else, they will defeat you. Und wenn wir irgendwas anderes machen, dann werden sie uns wieder schlagen. Okay. Welche Rolle spielen die Juden? Which role are the Jewish people play in this? I don't know. My wife and I were just in Jerusalem for our 30th anniversary. Go ahead. Also er weiß es nicht. Er war mit seiner Frau zum 30-jährigen Ehejubiläum in Jerusalem. Yeah. Now, if you already are not convinced I'm weird,
Wenn er jetzt schon noch nicht denkt, dass er komplett verrückt ist. Okay. I was in Berlin 2 years ago and I was hungry. Er war vor 2 Jahren in Berlin und war hungrig. It was 3 o'clock in the afternoon. Es war um 3 Uhr nachmittags. So I went into a famous German restaurant. Er ging in ein berühmtes deutsches Restaurant. And I sat down and I was thinking about a good German beer and good German bread and a wonderful good meal. Ja, und er hat sich hingesetzt und war in Gedanken an einem richtig guten Glas Bier und Brot und ein tolles Essen. So the waiter walked up to me. Und dann kam der Kellner. Yes. And the first thing he said was not, what do you want? Und das erste war nicht, dass er gesagt hätte, was hätten Sie denn gerne? He said, Juden raus. Und er sagte, Juden raus. I says, was sagt er? Was sagt er? He says, aus, Juden, aus, Juden. I looked at him, I said, oh my God, we're not back in that again. Und er dachte sich, oh Gott, wir sind noch nicht wieder in die Zeit zurückgefallen. Yeah. I'm not Jewish. Er ist nicht jüdisch. So I'm still hungry. Und er ist immer noch hungrig. I decided I wasn't that hungry. Aber so hungrig war er nur auch wieder nicht. So I left. Also ist er gegangen. Okay. So a few months later, Ein paar Monate später I told my wife, Lisa, hat er seiner Frau Lisa erzählt, I'm going to Israel and live as a Jew for a while. er geht jetzt nach Israel und lebt für eine Weile als Jude. So I put on the kippah. Also hat er die Kippa, das Hütchen angezogen. I flew on LL, the Israeli airline, Er ist mit El Al nach Israel geflogen and I worshipped in the synagogues, und er ist in die Synagogen zum Beten gegangen. and I spoke Hebrew, Er hat Hebräisch gesprochen and for over 2 weeks I lived as a Jew. und für ungefähr 2 Wochen hat er als Jude gelebt. Okay, it's the only way I know how to understand things. Das ist der einzige Weg, um Dinge zu verstehen. That's why I'm here. Und Okay. deswegen ist er hier. Okay, so what would it have been like in 1934 for a professor to walk into the same restaurant and be treated the same way? Wie wäre es denn für einen Professor gewesen, 1934 in so ein Restaurant reinzugehen und genauso behandelt zu werden? Wouldn't he have the same response I did? Hat er dieselbe Antwort gegeben, wie er es heute getan hat? Was sagt er? What did you say? Ja, nämlich, was sagst du? Was Okay. sagen Sie da? If it can happen to me, it can happen to you. Und wenn es ihm passiert, dann kann es uns genauso passieren. My God, I'm a Presbyterian. Er ist ein Presbyterianer. Okay. So I had to go and experience. Also musste er gehen und das erleben. What does it feel like to be a Jew? Wie fühlt es sich an, ein Jude zu sein? Okay. Later, my wife joined me for vacation. Und später kam dann seine Frau für den Urlaub mit dazu. So I don't know how else to do things. Er weiß nicht, wie er die Dinge anders anpacken soll. I have to put myself personally at risk in the middle of someone else's shoes. Also er muss sich in die Mitte mittendrin in die Situation begeben mit vollem Risiko. Ja. Okay. So the Jews that I met, the Jews that I lived with were kind to me. They were normal people who had the same concerns that you have. Und die Juden, mit denen er zusammengelebt hat, die waren nett und die hatten dieselben Sorgen, die wir auch hatten. They were worried about their kids. Ja, die achten auf ihre They Kinder. were worried about war. Ja, sie haben sich Sorgen gemacht um den Krieg. And they were worried about being disrespected, Ja, the same as you are. und sie haben sich Gedanken gemacht über nicht respektiert zu werden. Ja. Ne? So I don't know how to answer this question. Also weiß er gar nicht, wie er diese Antwort jetzt beantworten soll. Ja. Das ist die letzte, ne? Ja, genau. Wie würde William aus seiner Sicht das Jahr 2025 in Deutschland beschreiben? How would you describe from your side of view the year 2025 in Germany?
Was sind seine Gefühle, Eindrücke und Visionen für die Zeit nach dem Sturm? What are your feelings, your impressions and your visions for the time after the storm? Vielen Dank, William, fürs Mutmachen. Das tut gut. Many thanks, William, for giving us the courage, and this is doing us very, very good. I have no problem describing 2025 to you. I have already seen 2025. Er hätte keine Probleme damit, uns das zu beschreiben, wie es 2025 hier aussieht. Er hat es gesehen. My problem is, will they leave me alive long enough to get there? Also sein Problem ist dann, ob er noch lange genug am Leben bleibt danach, um 2025 zu erleben. Wir Deutschen finden einen Weg. The Germans will find a way to keep you alive. Well, if you don't, I'm a very vulnerable person. Also wenn wir es nicht können, dann wäre er wirklich sehr verletzt, sehr verletzbar. So you have an unbelievably beautiful future. Wir haben eine unbeschreiblich schöne Zukunft. So you will do a wonderful job that desperately needs to be done, and you'll do it naturally as German Frau und deutsche Mann. Wir haben einen tollen Job zu erledigen, und zwar auf ganz natürliche Art und Weise, wie wir sind als deutsche Frauen, als deutscher Mann. You'll be free of shame. Wir werden frei von Scham sein. Yeah, you'll be free of guilt. Und frei von Schuld. And you'll be respected for your strength. Und wir werden für unsere Stärke respektiert werden. Even the dysfunctional house of Europe that never knows what to do with you. Und sogar das die nicht funktionierende EU, die nie weiß, was sie mit uns tun soll, Okay, will actually respect you once again. werden uns wieder respektieren. It's a beautiful time for you. Und das wird eine wunderschöne Zeit für uns werden. You are amazingly lucky to be born a German. Und wir sind unglaublich glücklich, wir dürfen unglaublich glücklich sein, als Deutsche geboren worden zu sein. That's your future. Ja. Wir reden von 2025. Yeah. Ja. Thank you very much for this Yes. description. Ja. Also vielen, vielen Dank. Ja.